Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pirate TV Nummer. Und was kommt natürlich bei jeder Folge zuerst? Genau, die Vorschau. Wir haben die neue 701 Witpillen zu Gast. Konkurrenz für die Duke R? Ja oder nein? Und unser 10.000 Abo Gewinnspiel startet heute. Ja, also das hier einsetzen ist die Senkung wesentlich. Hey Gemeinde, Rock'n'Roll. So, jetzt geht's los. Folge 17 ist in den Startlöchern und bevor wir jetzt zum direkt ersten Beitrag kommen, müssen wir noch mal ganz kurz zwei Dinge abklären, quasi in eigener Sache. Also als allererstes, was steht da oben? Und der zweite Punkt ist natürlich unser Einfahrvideo, da komme ich aber gleich zu. So, warum steht da Dauerwerbesender? Ganz einfach, wir müssen das jetzt einfach so deklarieren, weil in Deutschland kannst du schon verknackt werden, nur wenn du irgendwas in die Kamera hältst, auf YouTube oder auf Instagram und dann behauptet eine Verbraucherschutzorganisation, man würde Schleichwerbung machen, weil man dann irgendwie versucht, sich von der Firma sponsern zu lassen später oder Geld zu bekommen oder Sachwerte oder wie auch immer. So, daher gibt es bei uns nicht. Ja, wir müssen alle selber kaufen und was wir vorstellen, finden wir gut und funktioniert. Natürlich auch unsere Produkte stellen wir vor. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Natürlich ist dieser Kanal auch ein Werbekanal für unsere Firma. Logo. Trotzdem, zur Sicherheit, ab sofort oben Dauerwerbesendung. Ja? So. Zweiter Punkt. Das Video ums Einfahren muss ich leider noch eine Woche verschieben, weil ich habe es noch nicht zusammengeschnitten vernünftig. Gefällt mir auch noch nicht so, weil es ist nicht so einfach, PDFs und Text und hin und her zusammenzuschneiden, dass das ein einigermaßen vernünftiges Video wird. Also es ist ein bisschen schwerer als sowas hier, daher habt Verständnis, kommt dann wahrscheinlich nächste Woche, aber ich wollte jetzt nicht mehr so lange warten und wollte euch schon mal die Folge 17 raushauen, gerade auch wegen unserem neuen Testmodel, der Witpillen 701. Und natürlich unser Gewinnspiel, da kommen wir gleich zu, für die 10.000 Abos bei YouTube und 5.000 Likes bei Facebook. Ja? Aber jetzt genug gequatscht, jetzt geht's zum Test der Witpillen 701. Ja, Rock'n'Roll. Ja, so schnell ging das. So schnell haben wir ein Moped gekriegt zum Testen. Ja, ich hatte ja in Facebook reingeschrieben, wir suchen eine Witpillen 701, um mal die Basisdaten aufzunehmen. Um mal zu gucken, was das Motorrad denn so Serie aus der Kiste raus kann. Ja, das ging ruckzuck, ich sag mal 1-2 Stunden, war das klar gemacht. Nochmal schönen Dank an die Basti für sein Moped, dass er uns das zur Verfügung gestellt hat. Also eine serienmäßige Witpillen mit einem Akra schon drauf, also der halt aus dem Zubehörkatalog, passend dazu, natürlich mit Cut, also sonst vollkommen Serie. Ja, und jetzt schauen wir mal, was das Moped denn so kann. Die Frage ist ja, oder eigentlich von der Konfiguration her, ist es ja eigentlich der gleiche Motor wie in der Duke R. Nur hier haben wir natürlich schon alles drin, Schaltautomat. Und was das alles jetzt also Neues gibt, was die Duke noch nicht hat. Traktionskontrolle hat die Duke ja auch und. Aber ja, ist es die bessere Duke? Optisch, das lassen wir jetzt mal raus. Eher rein Technik, theoretisch gesehen, Auspuffanlage, Krümmer, Endschalldämpfer, gut, der ist optisch etwas anders als bei der KTM, aber ansonsten Volumen, Länge eigentlich fast gleich. Der Mittelschalldämpfer, ich behaupte mal, ist auch der gleiche. Krümmer und so weiter, sieht mir auch schwer identisch aus.
Ja, und der Motor, gut, der hat einen schwarzen Zylinder und hat jetzt eben halt diese Gimmicks in puncto Schaltautomat. So, der einzige Unterschied sehe ich jetzt hier, ist der Luftfilterkasten. Der ist natürlich etwas anders aufgebaut als bei der Duke. Hat hier oben drauf einen richtig verschraubten Deckel, wo man auch direkt an den Filter kann. Natürlich sehr interessant, da kommen wir gleich zu. Und von da sind die Anschlüsse, die gehen, also die Ansauganschlüsse gehen hier bis nach hinten und haben dann hinten hier so kleine Kästchen so groß und da wird dann halt hier die Luft angesaugt. Das ist natürlich wieder mal Thema Ansauggeräusch, um das halt zu minimieren. Das ist ja bei der Duke etwas anders. Da ist ja ein großvolumiger Luftfilterkasten, ne, oder ich hole euch mal eben einen, Moment. So, da ist er. Ja, das ist der Luftfilterkasten der Duke. Und hier haben wir ja Ansaugen der Luft auf, oder hier vorne mit diesem kleinen Schnorchel. Dann geht es hier hinten rein. Das ist übrigens so ein Tuning-Luftfilterkasten. Ja, geht dann hier rein die Luft. Hier sitzt der Luftfilter, also prallt dann vor den Luftfilter und hat dann hier halt eine größere Kammer. Und dann geht es hier zur Drosselklappe. Bei der Husqvarna etwas anders. Da sitzt hier ein Deckel drauf, das zeige ich euch gleich. Und dann kommt man von hier aus direkt an den Filter und von da aus gehen dann nach hinten diese beiden Luftanschlüsse weg. Gut, aber jetzt gucken wir erstmal, was das Ding so auf die Rolle brennt. Also machen wir jetzt mal Krach. Bis gleich. Ja, und hat sie gedrückt, 78,9, 78,7, ja, ne? Das ist nicht schlecht. Die Dukes hatten damals ein bisschen mehr bei unserem Prüfstand, allerdings waren wir da auch in Pulheim, da war es auch nicht so heiß wie heute, wir haben ja jetzt hier wieder Anfang August und selbst in der Hocheifel ist es warm und wir sind hier auch auf 400 Meter und in Pulheim waren wir bei 40 Meter Meereshöhe, also das ist natürlich auch ein bisschen, spielt auch ein bisschen die Rolle. Also ich würde mal sagen, von der Spitzenleistung her tut sich nicht viel zur Duke. Aber wie viel sich halt im Bereich Drehmoment tut, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich lege euch jetzt mal die Originalkurve erstmal nochmal richtig vor und lege dann die Duke R-Kurve von vorigem Jahr mal drauf. Also gleiche Konfiguration, komplett serienmäßiges Motorrad, Duke R mit Akrapovic Endschalldämpfer und normalem Euro 4 Mapping. Ja? So, da legen wir jetzt mal drauf und dann geht das los. Hier seht ihr jetzt die beiden Leistungskurven. Rot ist die Duke R und blau ist die Wittpillen. Man kann schön erkennen, dass hier oben in der Spitze, also in der Leistungsspitze, sich nicht viel tut. Ne? Das sind 78,7 zu 79, wie ich schon sagte, ja, ne? Das ist nun wirklich nicht viel. Und damals war auch die Duke bei uns in Pulheim am 30.01.2017, also da war es auch nicht gerade warm, so wie jetzt hier in Hoffeld. Also daher kann man sagen, Spitzenleistung wird sich wahrscheinlich, wenn die Wittpillen im Winter getestet wird, wahrscheinlich gleich sein. Aber ihr seht hier die Sprünge, also die Drehmomentkurven, das sind die mit den Punkten. Das Drehmoment, seht ihr hier extreme Unterschiede. Und das ist nicht nur mit der Hitze zu erklären, das ist einfach das Grundkonzept des Luftfilters, oder des Luftfilterkastens, der Luftzufuhr. Wir haben hier also 74,3 Newtonmeter bei der Wittpillen bei 6,9 und haben dagegen 79,9 bei der Duke R bei 6,4. Also viel mehr, schon viel früher anlegen. Auch hier der ganze Bereich, ne, zwischen 4,6 und 6.800 Umdrehungen ist wesentlich stärker.
liegt wesentlich mehr Drehmoment an und dann, wenn ihr hier die PS-Kurve euch anguckt, ebenfalls wesentlich mehr PS-Leistung als bei der Witpillen, also die Duke zur Witpillen. Ja, und wie schon vermutet, liegt es wahrscheinlich natürlich am Map, aber am dementsprechend auch des, naja, nennen wir es mal Design-Luftfilterkastens. So, dann geht's weiter. Ja, und ihr seht, das liegt anscheinend doch am Luftfilterkasten. Also die Duke hat bis zu 5 Newtonmeter mehr im ganzen Rätsel, also im ganzen Rätselbereich, und halt dementsprechend auch viel früher viel mehr PS anliegen. Endleistung, ja, ne, fast gleich, beziehungsweise fast identisch, aber eben halt der mittlere und untere Rätselbereich, oder gerade der mittlere Rätselbereich, wesentlich besser. Ja, da ist wohl dieser Luftfilterkasten, obwohl ich eigentlich immer gedacht habe, der ist, naja, nicht das Gelbe vom Ei, doch besser auf jeden Fall als hier unser Styling-Objekt. Ne? Ja, gut. Ne? Manchmal muss man leider auch Abstriche machen. Ne? Hier geht leider Schönheit vor Leistung. Gut, aber überall, ne, oder wie es überall so ist, kann man was dran machen. Und was die Duke halt nicht hat, ist einen abschraubbaren Luftfilterkastendeckel, oder Luftfilterdeckel. Den hat aber die Witpillen. Ja? Bei der Duke, wenn wir da zum Beispiel unsere Kits montieren wollen oder irgendwas anderes machen wollen, müssen wir ja quasi Löcher bohren. Ne? Wie ihr gerade gesehen habt, bei dem Tuning Luftfilterkasten von KTM halt auch, da sind überall so Fenster reingefräst. Ja, die haben wir ein bisschen einfacher, hier ist ein Deckel. Jetzt kommt wieder das große Thema, der Luftfilterkastendeckel und die Löcher bohren. Und das werden wir natürlich jetzt als allererstes mal testen. Wir machen den Deckel einfach mal ab. So, wie der Deckel aussieht oder wie der Luftfilterkasten da unten drunter aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, Sitzbank ab. Und hier seht ihr diesen Deckel. Hier sitzen 4 Schrauben. Ja, die habe ich schon mal entfernt. Und dann nehme ich ihn einfach so ab. Und siehe da ist der Filter. Ja. Gut, der hat nochmal eine extra Verschraubung. Da kann also auch nichts fliegen gehen. Und hier ist auch noch ein Querschnitt. Vielleicht kann man damit auch noch was machen. Ne? Aber jetzt probieren wir es erstmal ohne Deckel. Also das Ding einfach mal ablassen. Sitzbank wieder drauf. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann testen wir natürlich auch mal, wenn wir den hier ein bisschen bearbeiten, ob wir hier ein paar Querschnitte reinmachen können und ob sich das dann auswirkt, wie als wäre er gar nicht drauf. Ja? So, dann machen wir das mal. Los geht's. So, und jetzt sehen wir hier, wie immer, bei jeder 701, bei jeder SMCR, wenn wir die Luftzufuhr zum Luftfilter verbessern, bekommen wir auch mehr Leistung. Ja, der gleiche Effekt ist hier gut zu erkennen. Wir haben hier im Bereich zwischen 4.5 und 4.600 Umdrehungen haben wir bis zu 7 Newtonmeter mehr. Ja, auch die PS-Zahl steigt über das ganze Drehzahlband. Oben wird es natürlich dann was dünner. Dementsprechend auch nur 79,4 zu 78,7 PS Spitzenleistung, also daher nicht der Rede wert. Aber der Bereich, gerade hier im unteren Drehzahlbereich, so beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, bekommt ihr zum Beispiel hier bei 4800 Umdrehungen, habt ihr mit dem Deckel noch ungefähr 43 PS anliegen oder schon anliegen und ohne Deckel 48 PS. Also bei eben schlappe 5 PS obendrauf. Ne? Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Was dieser kleine Eingriff, also einfach das Entfernen des Luftfilterkastendeckels, für einen starken Einfluss auf diese Motorcharakteristik hat. Ja? So, und damit geht's weiter. Ja, und ihr habt gesehen, 7 Newtonmeter mehr bei roundabout 4600, 4700 Umdrehungen und im Ganzen sogar 8 PS im unteren Drehzahlbereich mehr. Spitzen-PS oben ja, 1,5, so Ecke rum, ist nicht wirklich wichtig. Aber die ganze Drehmomentkurve verbessert sich und auch dementsprechend die PS kommen früher.
So, alte Geschichte, funktioniert halt hervorragend, gerade bei diesen Motoren. Die werden halt über diese Deckel und diese Schnorchelsysteme dann abgewürgt, um eben halt diese Geräusche zu reduzieren, diese Ansauggeräusche, weil das ist das große Problem des Einzylinders bei den Euro 3 oder beziehungsweise jetzt Euro 4 Messungen. Ja, der Auspuff ist nochmal gar nicht das Thema, aber hier, ne, hier sitzt das Problem. Und dementsprechend werden die Kästen halt so komisch konstruiert und abgewürgt und noch kleiner und noch ein Schlauch mal hinten weg und hast du nicht gesehen. Daher kommen dann natürlich auch im unteren Drehzahlbereich diese schlechten Gassäulen, die entstehen, also die Unterdrucksäule, also wenn der Kolben saugt, diese Welle und die auch wieder zurückrollt, die Überdruckwelle. Die wird natürlich extremst, muss mit 1000 Ecken rum hier und muss durch kleine Querschnitte, die natürlich dementsprechend auch in den unteren Drehzahlbereichen total beschissen laufen, weil die Saugwirkung vom Kolben natürlich da nicht so hoch ist. So, und wenn wir die Deckel aufmachen, wird es besser. Dementsprechend halt auch eine bessere Frischgasfüllung und mehr Drehmoment, mehr Leistung. Bei fast gleichem oder genau gleichem Abgasverhalten. So, Stichwort Abgasverhalten. Ich weiß, jetzt gehen wir die riesen Diskussion los. Das kann nicht sein. Deckel ab heißt auch mager oder zu mager. Nein, schauen wir uns an. So, heute machen wir das mal ein bisschen anders als sonst immer. Ich werde die Kurven jetzt nicht übereinander legen, weil immer die kopierte Kurve immer sehr dünn war und nur so hauchdünn gestrichelt in diesem Programm. Das kann man also sehr schlecht erkennen. Ich habe euch jetzt mal beide nebeneinander gestellt. Ich kann dann auch beide euch zeigen. Ich muss nur halt immer einmal draufklicken. Dann gehen auch oben hier diese Werte, hier und hier, rattern dann mit. Ne? Und hier links seht ihr den ersten Lauf, also mit Serienfahrzeug, komplett Serie mit Deckel drauf. Und kurz zur Erklärung, die grüne Linie ist unsere Drosselklappe, die orangene Linie hier ist unsere Drehzahl und wieder die pinke Linie ist unser Lambda-Wert. Auch wieder alles in Lambda eingestellt. AFR-Werte scheinen ja auch nur zu verwirren. Gut, wichtig für uns, wir kommen hier rein mit einem gewissen Lambda-Wert, einer gewissen Drehzahl und einer gewissen Drosselklappe. Drosselklappe wäre dann hier in dem Fall ja, 6,6%. Ne? Muss ja hier oben mal gucken, bei dem grünen. Und hier auf der anderen Seite ungefähr auch 5, und. Und wir haben dazu natürlich einen bestimmten Lambda-Wert und eine bestimmte Drehzahl. Also die Drehzahl hält sich so bei 3, 3,5. Da fahre ich dann so langsam hoch. Und da haben wir dann die Lambda-Werte von ja, 1, ja, 1,03. Immer hier gucken. 1,03. Also da so in dem 1er-Bereich. Das sind auch so Bereiche, wo die Euro 4 gemessen wird. Ja, auch mit so kleinen Drosselklappenöffnungen. So, und dann gibt es hier ab einem bestimmten Punkt, bam, aufs Gesicht, Drosselklappe, zack, hier oben, ne, hier seht ihr, 100%. Auf der linken Seite, also hier in dem Bereich, beim ersten Lauf, habe ich leider erst bei 4410 Umdrehungen Vollgas gegeben. Deswegen ist hier auf der rechten Seite habe ich schon bei 3590 Umdrehungen Vollgas gegeben, deswegen ist dieser Balken etwas breiter, klar. Und der Drehzahlbegrenzer geht dann bei 8700 jeweils immer hier rein, 8800, 8790, je nachdem. So, wichtig für uns ist aber erstmal hier zu gucken, was passiert ab Vollgas. Und ab Vollgas schießt der Wert, unser Lambda-Wert, erstmal bam in den Keller, ne, weil das ist die berühmte Anfettigungskorrektion, also das Steuergerät erkennt, ihr habt Vollgas gegeben, schlagartiges Vollgas, also kommt extremst viel Luft, Drosselklappe ist offen und also voll offen und es muss Sprit angereichert werden, damit unser Motorrad nicht abmagert bzw. abstirbt. Ne? Das kennt ihr, oder vielleicht kennen wir welche vom Vergaser, da gibt es die Beschleunigerpumpe, das ist der gleiche Effekt, nur hier elektronisch. Ja? Also, beim Serienmotorrad, vollkommen Serie, schießt der Wert, immer hier gucken, auf 0,7, 0,8 Lambda, also recht fett. Soll es ja auch, weil wir brauchen ja viel Kraftstoff, weil viel Luft kommt und dementsprechend das Motorrad nicht ausgehen soll. Dann regelt sich die Geschichte langsam ein und geht dann so in den Bereich Lambda 0,85, 0,873
und bis dann der Drehzahlbegrenzer einsetzt. Das ist bei 8000, knapp 8800 und dann geht es ab in den Keller. Ne? So. Rechte Seite ohne Deckel, gleiches Spiel, Vollgas ab, dann hier 3480 schon, das gleiche Spiel geht wieder los, die Anfettungskorrektion greift, geht auf 0,83 Lambda, Fahrzeug wird gehalten, Vollgas, geht dann auf 0,89, ja, 0,9, ja, hin und her ein bisschen und bleibt dann hier auch bei 0,84, 0,85 Lambda hängen, bis der Drehzahlbegrenzer einsetzt. Jetzt ohne Deckel fahren ist natürlich für viele Leute, ne, will ich nicht, da kommt Dreck rein oder Wasser, wie auch immer. Ja, und da macht man ja normalerweise dann ein Deckelchen drauf. Früher gab es für die alten LC4s schöne Edelstahldeckel, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, der was älter ist. Das war einfach ein Edelstahlrahmen, gekantet und da waren 4 Quadrate rausgelasert und darunter steckte halt ein Edelstahlgeflecht, wurde da drunter geschweißt. So ein Ding könnte man sich hier gut vorstellen. Muss man gucken, ob wir so Dinger machen können. Aber natürlich für die günstige Variante geht es schneller. Ne? Der Klassiker Antennenlochbohrer, 30er Löcher rein. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Habe direkt mal 5 reingemacht und habe den dann von unten oder von hinten hinterklebt. Habe mir so einen Sandstop-Filter von so einem Twin Motocross, von so einem Haarnetz genommen, zerschnitten und einfach unten drunter geklebt. Ja, das ist ja auch sehr, sehr, sehr feines Gewebe. Der Luftdurchlass ist trotzdem gegeben, aber es kann kein Dreck reinfallen. Ne? So, den bauen wir jetzt mal rein und dann gucken wir mal, wo die Leistung dann hingeht. Wird es dann wieder so wie mit Deckel zu, dann kann ich das auch sein lassen. Oder ist es so wie Deckel offen, das wäre natürlich genial. Ne? Oder hängen wir dazwischen. Schauen wir mal, sehen wir jetzt. So, und jetzt mit Deckel, mit Löchern und das ist die grüne Linie und wir sehen, wir haben doch leichte Einbußen gegenüber ohne Deckel, ne? Also gerade im Bereich hier bei zwischen 4 und 5000 Umdrehungen liegen wir ungefähr in der Mitte von beiden Kurven. Genauso sieht es aus bei der PS-Leistung, aber so ab 5600, 5800 wird die Kurve gleich mit der Variante ohne Deckel. Spitzenleistung ist auch identisch, 79,4 zu 79,6, also das ist wirklich egal, aber wir sehen, wie doch dieser kleine Eingriff oder beziehungsweise wie das leichte Verschließen dieser Öffnung doch schon wieder zum Drehmomentverlust führt. Immerhin noch besser als mit geschlossenem Deckel, aber es ist weniger. So, anhand des Diagramms habt ihr gesehen, ne? Ja, wie diffizil dieses System reagiert. Also überhaupt, ob jetzt 690, 701 Supermoto oder eben halt jetzt auch die Wittpillen. Dieser Motor reagiert extremst auf seine Luftfilterkasten oder auf seine Zuluft und natürlich auf seine Abluft, klar. Ne? Aber was diese Veränderung allein bei dem Deckel ausmacht, ist enorm. Ne? Ihr habt es gesehen, mit dem Lochdeckel 4 Newtonmeter mehr beim gleichen Drehzahlbereich, ohne Deckel 7 Newtonmeter mehr. Ja? Und das auf dem ganzen Drehzahlbereich. Spitzendrehmoment ist bei beiden Varianten ohne und mit Lochdeckel gleich, also immer 76 und ein paar kaputte Newtonmeter. Aber das Drehmoment wird wesentlich besser, als wenn ihr den Deckel einfach so lasst, wie er ist. Daher eigentlich, wie immer, die schnellste Möglichkeit, so einen Motor ein bisschen besser laufen zu lassen, gerade im unteren Drehzahlbereich, wo ja eigentlich auch der dicke Einzylinder Spaß machen soll. Ne? Ja, das zum Thema 701 Wittpillen, da sind wir jetzt erstmal mit durch. Das nächste, was von uns dann hier kommt, wäre natürlich der Stage 1 Kit. Da müssen wir jetzt mal mit langsam starten, aber das wird jetzt mal so, ja, wird ein bisschen dauern noch. Ne? Aber natürlich kommt dann wieder Video, Einbauanleitung per Video und. Gut, das war es jetzt zum Thema Wittpillen und jetzt geht es nahtlos zum nächsten Beitrag. Bis gleich. Stopp, eins haben wir noch vergessen. Das Problem bei den 701 Supermoto 04, Euro 4 und Euro 3 war ja auch immer, oder ist ja immer noch die Schaltung.
wo wir eben halt unsere Schaltarretierfeder für haben, um diese Sache zu verbessern. Jetzt könnte man ja meinen, dass bei der neuen Wittpillen das Problem nicht auftritt, aber leider ist das genauso wie bei den anderen Dingern auch, weil hier auch genau die gleiche weiche Schaltfeder verbaut worden ist. Leider. Allerdings hat sich was getan. Der Schaltstern wurde geändert. Ja, diesmal, ich gucke mal, kann man das gut sehen. Nicht mehr aus Alu, sondern aus Stahl. Ja, auch ein bisschen dünner, sehr filigran und halt auch mit einer sehr wilden Konfiguration. Ich schalte mal näher ran. Ich muss auf das Handy gucken, damit ich auch euch treffe hier. So, ja. Gut. Und ja, schön, prima, super. Vor allen Dingen, der läuft auch nicht mehr ein. Also der Alu-Schaltstern ist natürlich immer so mit den Jahren und mit der Laufleistung natürlich hatte der hier immer so Druckstellen von der Rolle, weil natürlich Stahl in Alu gedrückt hat. Aber er ist nicht das Grundproblem, warum die Schaltung zum Beispiel gerade zwischen dem 5. und 6. immer gerne in den Leerlauf reinballert oder in den Leergang reinschlägt. Das ist leider immer noch die Feder. Umso verwunderlicher, dass KTM Husqvarna das noch nicht geändert hat, weil die Feder ist immer noch dieselbe. Guckt mal, könnt ihr das gut sehen hier. Ja. Ich zoome mal ein bisschen ran. Jetzt habe ich ölige Finger, das klappt nicht. Moment. So, ja, doch. So, solange ich eine Schaltarretierfeder so im kleinen Finger, gut, ist kein kleiner Finger, aber ne, so ohne Mühe bis hier runter bewegen kann, werdet ihr immer wieder Schwierigkeiten haben, dass dieser Andruck, dieser Hebel und dieser Hebelandruck oder die Kraft, dieser Hebel ausübt über diese vorgespannte Feder, nicht ausreicht, um dann stellenweise, wenn ihr mal nicht sauber geschaltet habt oder halt den Fuß hochgehoben habt, richtig hochgehoben habt, dass er halt noch dieses letzte Quäntchen Druck ausübt, dass diese Aussparung in die Rolle einrastet. Das ist das Grundproblem. So, wieder zurück. Wenn es denn geht mit meinen öligen Fingern hier. So. Also, ganz einfach. Hier auch wieder Feder raus, unsere Feder rein und dann komme ich gleich wieder. So, unsere altbekannte Schaltarretierfeder, ja, die wir im Shop haben, und dann rein damit. Wie ihr das ja aus meinem alten Video kennt. Schalthebel abschrauben bzw. Arretierhebel abschrauben. Und hier seht ihr wieder den Unterschied. Wenn ich ab und zu mal aufs Handy gucke, ne, muss ich halt schauen, ob das auch richtig im Fokus ist. Hier seht ihr eben halt die alte, die kann man wirklich so, kann ich so mit den Fingern zusammenrücken. Und das ist unsere, ne, da habe ich schon verflucht schwer, ne, bis da was passiert. So, weg mit dem Ding. Gewinde ein bisschen entfettet. Loctite auf das Schräubchen bzw. Schraubenkleber. Einsetzen und rette die erstmal locker bei. Wenn ihr merkt, okay, dreht sich, dann drückt er den Daumen ein bisschen runter und dann wird es schon verflucht schwer für den Daumen. Gut anziehen, Hand fest, normal 10 Newtonmeter reicht, ja, und dann loslassen. Ja, und dann merkt man schon, wie hier
richtig Feuer jetzt hinter ist. Ne? Also, ne? Dann hier anziehen, 10 Newtonmeter drauf und wo ist er? Schaltstern montieren, gleiches Spiel, auch wieder ein bisschen Kleber drauf. So, und jetzt haben wir natürlich eine sehr hohe Vorspannung, wir müssen halt aufpassen, wir haben hier eine breite Fläche und eine kurze, das ist genauso wie bei den alten Alusternen gewesen, da war das eben halt nur ein Klotz hier und hier so ein Klötzchen und da das Klötzchen war was größer, also genau hier haben wir auch eine große Aussparung und eine kleine und dementsprechend muss jetzt auch der Stern in diese dementsprechend passenden Aussparungen rein. Ihr könnt einen Schraubendreher nehmen hier, so ein bisschen runter. Ja, Glückstreffer, schon direkt drin. Und dann den Schaltstern wieder anziehen. So, um zu kontrollieren, ob der natürlich richtig sitzt, habt ihr hier die kleine Mittelauflage, also wo keine Spitze des Sterns sitzt, das ist immer der Leerlauf. Hier darf sich also jetzt nichts drehen. Wenn ich jetzt schalte, ja, erster Gang, Leerlauf, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang und so weiter und so fort. Das dreht sich nicht immer wirklich weiter, weil das Motorrad halt steht, beziehungsweise die Abtriebswelle natürlich nicht gedreht wird, aber im Stand muss mindestens einer von den Gängen muss schaltbar sein, wenn ihr den Schaltstern dreht und die Welle natürlich dabei dreht. Ne? Ganz klar. Ja, das war's schon. Den Rest kennt ihr aus den Videos damals von Wechsel von der Schaltarretierfeder. Hier seht ihr noch eine Besonderheit der neuen Schaltwelle. Die hat halt hier ein System drauf für außen auf der Kupplungsseite oder auf dem Kupplungsdeckel sitzt ein Sensor drauf, der eben für den Schaltautomaten zuständig ist. Hier werden die Signale übergeben, hier das magnetische Ding, ja, und dann geht das über den Signalgeber zum Steuergerät, der dann erkennt, aha, ihr schaltet, rauf oder runter. So, ansonsten das Ding hier optisch bzw. technisch genau das gleiche wie die alte Schaltwelle. Hier zurückdrücken, reindrücken, hier muss die Feder arretieren im Gehäuse und dann sitzt das alles. Kupplung wieder rein, Thema durch. Ja. So, und ich habe mir doch nicht so Finger gesaugt, dass dieses Motorrad genau das gleiche Problem hat wie die alten Dinger auch, sondern der Kunde kam eben mal, brachte uns ja das Fahrzeug zur Leistungsmessung und sagte direkt dabei, hör mal, ne, die hat genau das gleiche Problem, was du angesprochen hast, 5. 6. springt man ständig der Gang raus. Ja, ob normal mit Kuppeln oder wenn man den Schaltautomat benutzt, genau das gleiche, springt immer raus. Da dachte ich, okay, prüfe ich mal. Sogar auf der Rolle beim normalen Hochfahren ist mir mindestens dreimal zwischen 5. und 6. und ich habe normal hochgekuppelt, also mit der Hand gekuppelt, ist mir dieser Gang wieder in den Leerlauf bzw. in einen Zwischengang gesprungen. Ja, also was ja eigentlich gerade auf der Rolle, wo ja wenig Belastung drauf ist, normal nicht passieren dürfte, aber selbst da passiert es. Also Feder rein, Thema erledigt. Ja? Gut, jetzt geht es mal weiter. So, und erzählen kann ich euch viel. Direkt nach dem Einbau habe ich natürlich eine Probefahrt gemacht und habe mir die GoPro auf die 701 drauf getackert und bin runter ins Ahrtal und dann wieder hoch. Da kommt er jetzt mal mit. Und wie gesagt, nur zum Anfang die Kupplung benutzt und jetzt alles mit Schaltautomatisch Quickshifter. Und ja, jetzt spannen wir mal den Hahn.
So, zurück von der Probefahrt, schnell aus den Klamotten raus, 35 Grad, das macht keinen Spaß, Motorradfahren. Also, ne, obwohl die Strecke richtig geil ist, wie ihr gesehen habt, unten aus dem Ahrtal hoch, zu uns hoch, also die Serpentinstrecke, ja, da könnte man ruhig mal 10, 15, 20 Mal rauf und runter fahren, das macht richtig Spaß. Bis natürlich auf diese Bodenwellen, die da drin sind, also da sind schon übelste Auswaschungen drin, aber gut, mit einem guten Fahrwerk geht das auch. Ne? Hat die Wittpillen, hat mich erstaunt. Ne? Also ich will jetzt hier keinen Motorradtest machen, aber ich war wirklich erstaunt, wie gut das Ding funktioniert, trotz meinen 90 Kilo, ne? Plus Klamotten. Was natürlich hervorragend funktioniert, was ihr hoffentlich auch gemerkt und gesehen habt oder gehört habt, obwohl meine GoPro vibriert hat, weil die irgendwo gegengekommen ist, dass die Schaltvorgänge butterweich funktionieren. Ne? Also gerade auch das Hochschalten mit diesem Schaltautomat ist wirklich ein Traum. Ne? Also wirklich Hut ab, funktioniert tadellos, butterweich. Und selbst das Runterschalten bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wie gut die eingestellt sind, aber geht auch klasse. Natürlich immer doch noch ein bisschen hackeliger als das Hochschalten, aber im Großen und Ganzen ein tolles Paket, was in dem Motorrad drin ist. Und wenn man das dann noch verbessert, unser Schaltfeder, funktioniert es hervorragend, weil dann springt nichts mehr raus. Ihr habt also gemerkt oder gehört, da war kein einziger Zwischengang drin, selbst mit der vibrierenden GoPro hätte man das gehört, dann wäre schöner, der Motor hochgejagt, passiert nicht mehr. Ja, klick, 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 Ding schaltet, einwandfrei. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt mal weiter zum nächsten Beitrag und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ciao. So, und der zweite Beitrag ist natürlich unser Gewinnspiel. Ja? Gewinnspiel für 10.000 Abonnenten auf YouTube, oder jetzt schon über 10.000 Abonnenten und über 5.000 Likes bei Facebook. Dafür erstmal ein riesen Dankeschön vom Team an euch. Ja? Beide Daumen hoch für euch. Und ist schon toll, dass mit unserem Kanal und dass wir es geschafft haben, mit diesem Kanal über 10.000 Abos zu kriegen und natürlich über 5.000 Likes bei Facebook. Dementsprechend, ne, wir haben noch viele Sachen und viele Ideen in der Pipeline, die hauen wir auch bald raus. So, daraufhin haben wir gesagt, ganz klar, haben wir bei den 5.000 Abos ja auch gemacht, Gewinnspiel muss her. Und ja, ich dachte, 10.000 Abos, ne, das muss natürlich auch ein bisschen was Vernünftiges sein. Und ja, was wird am besten passen bei unserem Kanal als Werkzeug zu verlosen? Ne? Die meisten von euch schrauben halt auch selber, sonst würden sie unseren Kanal nicht gucken. Und jeder kann mit Sicherheit eine gute Ratsche, ein paar vernünftige Schraubendreher oder ein Lämpchen gebrauchen. So. Habe ich jetzt schon verraten, was es ist, sieht man ja auch schon. Aber jetzt sage ich euch das mal im Detail. Starten wir direkt durch im ersten Platz. Hier gibt es einen Viertelzoll Steckschlüsselsatz, komplett 33-teilig von der Firma Würth. Alles dabei mit Verlängerungen, eine kleine Ratsche, Bithalter, Bits und einem Schraubendreher. Der zweite Platz, ein 5-teiliges Schraubendreher-Set von der Firma Würth. 3x Schlitz, 2x Kreuzschlitz in verschiedenen Größen und auch sehr praktisch. Direkt unter dem Griff sitzt ein Sechskant, da könnt ihr dann einen Gabelschlüssel dran setzen, wenn die Schraube mal nicht so will, wie ihr wollt. Und zum Schluss der dritte Platz, ein persönlicher Favorit von mir übrigens, eine super kleine, sehr helle LED-Taschenlampe bzw. Werkstattlampe mit dem neuesten Lithium-Polymer-Akku drin. Super hell, ihr habt Magnethalter unten dran und auch oben noch eine Taschenlampenfunktion für punktuelle Beleuchtung. Ja, ich hoffe, die Preise gefallen euch. Für jemand, der selber schraubt, mit Sicherheit keine schlechte Sache. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es gebrauchen. So, wie kommt ihr da ran? Ja, natürlich wieder erstmal, ihr müsst uns Fragen beantworten oder eine Frage, die ich euch jetzt stelle. Die besteht aus 2 Teilen bzw. aus 2 Antworten. Und zwar in dem Wittpillen-Video habe ich euch den neuen Schaltstern gezeigt. Der ist aus einem neuen Material und früher war der aus einem anderen Material. So, diese beiden Materialien hätte ich gerne, also jetzt neu und früher aus dem und dem Material. So, das zack per Mail an uns, info@pilotracing.de, betreff natürlich Gewinnspielfrage.
Dann kommt ihr alle in einen Pott und Ende September wird die Glücksfee, die Chevin, euch ziehen oder auch nicht. Ja, je nachdem, wie euch das Glücke hold ist. Das war's für heute. Folge 17 ist am Ende. Wie immer, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns so in der Woche auf 2 zum Einfahrvideo. Macht es gut und nicht vergessen, Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.